Novo Nordisk, ein globaler Pharma-Riese, der durch seine Medikamente gegen Diabetes und Adipositas die Gesundheitsbranche revolutioniert hat. Doch wie steht es denn aktuell um die Aktie des Unternehmens? Seit ihrem letzten All-Time-High am 26. Juni 2024 ist die Aktie um über 40% eingebrochen. Und genau auf diese Thematik werden wir im Video eingehen. Wir werden uns Wachstumschancen, Risiken und die Bewertung des Unternehmens anschauen. Viel Spaß! Um ein besseres Verständnis für die Marktzusammenhänge und Bewertungskennzahlen von Novo Nordisk zu bekommen, sollten wir uns zunächst einmal mit dem Kerngeschäft des Unternehmens beschäftigen, um herauszufinden, was das Unternehmen eigentlich überhaupt genau macht und welche Einflüsse es von außen auf das Unternehmen denn überhaupt geben kann. Der dänische Pharma-Riese Novo Nordisk operiert in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern. Zum einen der Behandlung von Diabetes und zum anderen die Behandlung von Adipositas. Mit den GLP-1-Medikamenten erwirtschaftet Novo Nordisk den Großteil des Umsatzes. Darunter fällt beispielsweise das Medikament Ozempic. Doch was genau sind eigentlich diese sogenannten GLP-1-Präparate? GLP-1-Präparate sind Medikamente, die das Hormon GLP-1 nachahmen, um den Blutzucker zu senken, den Appetit zu reduzieren und die Gewichtsabnahme zu fördern. Sie werden vor allem bei Diabetes Typ 2 und Adipositas eingesetzt. Ihre Hauptwirkung besteht darin, die Insulinfreisetzung zu steigern, die Zuckerproduktion der Leber zu hemmen und die Magenentleerung zu verlangsamen und das Sättigungsgefühl zu erhöhen. Und genau diese GLP-1-Medikamente bietet Novo Nordisk seit 2021 auch für Privatkunden an unter dem Namen Wegovy in einem quasi Abo-Modell. Durch genau dieses Zusammenspiel aus den alten Insulinpatienten und den neuen Privatkunden konnte Novo Nordisk seinen Marktanteil auf 65% ausbauen. Abgesehen von den Wachstumsraten durch gewonnene Markteinteile sticht auch das starke Wachstum an neuen GLP-1-Patienten heraus. Durch steigenden Wohlstand in den Industrieländern nimmt auch die Anzahl an übergewichtigen Leuten stark zu. Zu den Spitzenreitern in der Kategorie Anteile der Übergewichtigen im Verhältnis zur Bevölkerung liegt, wie wahrscheinlich schon viele von euch vermuten werden, die USA vorne. Und genau dieser Markt könnte auch zukünftig für weiteres Wachstum sorgen. Bis 2030 soll die Anzahl an übergewichtigen Menschen weltweit auf über 1,2 Milliarden steigen. Das große Problem bei Übergewicht sind die daraus resultierenden Folgeerkrankungen. Und genau an dieser Stelle setzt Novo Nordisk auch an, da sich viele Menschen damit schwer tun, abzunehmen. Seit der Markteinführung von Wegovy 2021 stieg die Nachfrage immens an. An dieser Stelle stellt sich dann die Frage, in welcher Größenordnung profitiert Novo Nordisk von diesen potenziellen Neukunden? Patienten, die in den USA eine Behandlung durchgeführt haben, haben diese auch zu 32% nach 12 Monaten weitergeführt. Damit bringen etwa ein Drittel der Neukunden langfristige Umsätze für Novo Nordisk. Die Patienten hingegen profitieren davon, dass das Medikament viele Krankheitsbilder abschwächt und einige vorbeugt. Diese breite Masse an Neu- und Bestandskunden bringt damit auch Rückenwind mit für langfristiges und vor allem nachhaltiges Wachstum. Doch warum ist trotz der guten Marktaussichten der Kurs von Novo Nordisk so immens eingebrochen? Hierfür gibt es 3 konkrete Gründe. Durch den Führungswechsel in den USA ist nun Robert F. Kennedy Jr. neuer Gesundheitsminister. Jener ist bekannt dafür, den Pharmakonzernen auf die Füße zu treten, aufgrund von Profitstreben. In diesem Zusammenhang wurden auch schon Neuverhandlungen bezüglich der Medikamentenpreise von Novo Nordisk in den USA angekündigt. Aber nicht nur das macht Novo Nordisk aktuell zu schaffen. Auch ihre Phase-3-Studie zum Medikament CagriSema fiel enttäuschend aus. Zwar konnte ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von 22,7% erzielt werden, aber die Erwartungen lagen bei rund 25%. Damit bleibt Eli Lilly auf Platz 1 bei der prozentualen Gewichtsreduktion und kann vermutlich weiter Marktanteile ausbauen. Und genau an der Stelle kommen wir dann auch schon zum Punkt 3. Der Markt für die GLP-1-Medikamente ist extrem profitabel. Seit nun einigen Jahren teilen sich Eli Lilly und Novo Nordisk diesen Markt in Form eines Duopols. Doch diese hervorstechende Profitabilität lockt immer mehr Mitstreiter an, die auch etwas davon abhaben wollen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Produktionskapazitäten steht GLP-1 bei der US Food and Drug Administration gerade sogar auf der Shortage-List. Das hat zur Folge, dass trotz des Patents von Eli Lilly und Novo Nordisk auch Dritte wie beispielsweise Hims & Hers das Produkt produzieren und vertreiben dürfen. Und genau diese vertreiben das Produkt zu einem deutlich günstigeren Preis. Wegen dieser Punkte steht Novo Nordisk aktuell extrem unter Druck und muss seine Marktanteile verteidigen. Damit stellt sich an genau dieser Stelle natürlich wieder eine weitere zentrale Frage. Ist nach den jüngsten Kurseinbrüchen nun alles eingepreist? Werfen wir dafür einmal einen Blick auf die Bewertung des Unternehmens. Die Zahlen von Novo Nordisk sind durchweg solide. Das Unternehmen konnte in den letzten 3 Jahren im stabilen zweistelligen Bereich im Umsatz als auch im Gewinn wachsen. Parallel zu Umsatz und Gewinn konnte auch eine Margenausweitung durchgeführt werden. Die aktuelle operative Gewinnmarge liegt bei etwa 47,5%. Das unterstreicht auch nochmal den Punkt, warum es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich Konkurrenz außerhalb von Eli Lilly im Markt versucht breit zu machen. Eine solch enorme Profitabilität lockt weitere Konzerne an. Um dem Verlust von Marktanteilen vorzubeugen, hat man weiteres Geld in Wachstum investiert. 2021 waren es noch knapp 4% des Umsatzes, heute sind es schon 11%. Behalten wir also mal die Profitabilität und das Wachstum im Hinterkopf und schauen jetzt auf die Bewertung des Unternehmens.
Novo Nordisk wird zum aktuellen Zeitpunkt zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 27 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 9,5 gehandelt. Damit liegt das Unternehmen zum momentanen Zeitpunkt deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Hier sollte man aber vielleicht überlegen, ob die Bewertungen aus den letzten Jahren nicht vielleicht sowieso etwas zu hoch waren. In den Jahren vor 2020 pendelte man bei einer Bewertung, die in etwa zwischen 18 und 29 Mal Gewinn lag. Ist Novo Nordisk damit aber jetzt vielleicht ein Kauf wert oder noch nicht? Die Frage ist meiner Meinung nach etwas schwer zu beantworten zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn, würde ich nur eine kleine Position in Novo Nordisk aufbauen. Aktuell bin ich noch gar nicht investiert. Ich will noch etwas abwarten, wie der politische Gegenwind sich entwickelt. Man könnte in der Zukunft natürlich durch Ausbauen von Produktionskapazitäten die momentane Nachfrage stillen. Das würde bedeuten, dass man weitere Marktanteile gewinnt und den Umsatz steigern kann. Auch die Fettleibigkeit würde wahrscheinlich in der nächsten Zeit weiter zulegen, da der Standard immer mehr wächst in den Industrieländern. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr schon in Novo Nordisk investiert? Schreibt's auch gerne mal in die Kommentare. Und damit war's das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.